hast du Probleme vorhin einzuschlafen? Ja, das tue ich. Am Ende bleibe ich immer lange wach. Ich weiß, wie du dich fühlst. Wussten Sie, dass ausreichend Schlaf für unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden unerlässlich ist? Das wusste ich nicht. Was sind einige Möglichkeiten, früher zu schlafen? Nun, die Vermeidung von Koffein und Alkohol vor dem Schlafengehen kann helfen und eine entspannende Schlafenszeitroutine schaffen. Das ist gut zu wissen. Ich habe gelesen, dass blaues Licht von elektronischen Geräten auch unseren Schlaf beeinträchtigen kann. Stimmt das? Ja, das ist es. Blaues Licht von elektronischen Geräten kann die Produktion von Melatonin unterdrücken, einem Hormon, das unseren Schlaf-Wach-Rhythmus reguliert. Wow, ich hatte keine Ahnung. Welche Möglichkeiten gibt es, die Blaulichtexposition zu reduzieren? Sie können Blaulichtfilter-Apps oder Brillen verwenden oder einfach vermeiden, elektronische Geräte vor dem Schlafengehen zu benutzen. Danke für die Tipps. Ich werde sie ausprobieren und sehen, ob sie für mich funktionieren. Kein Problem. Es ist wichtig, dass wir unseren Schlaf priorisieren und sicherstellen, dass wir uns ausreichend ausruhen. Weißt du, wann wir dieses Jahr unseren Abschluss machen? Ja, das tue ich. Der Abschluss erfolgt in der Regel je nach Schule im Mai oder Juni. Was sind die Voraussetzungen für einen Abschluss? Das hängt von der Schule und dem Programm ab. In der Regel müssen Sie jedoch alle Ihre Kursarbeiten abschließen, Ihre Prüfungen bestehen und die GPA-Anforderungen erfüllen. Was passiert, wenn Sie die Anforderungen nicht erfüllen? Nun, möglicherweise können Sie Ihren Abschluss nicht rechtzeitig abschließen und müssen möglicherweise zusätzliche Kurse belegen oder Prüfungen wiederholen. Es ist wichtig, dass Sie Ihre Anforderungen im Auge behalten und Ich bei habe Bedarf gehört, Hilfe dass in einige Anspruch Studenten nehmen. früh ihren Abschluss machen. Wie ist das möglich? Ja, einige Schüler können ihren Abschluss vorzeitig abschließen, wenn sie Kurse für Fortgeschrittene belegen oder während der Highschool Studienleistungen erwerben. Es ist eine großartige Möglichkeit, Zeit Das und ist Geld zu sparen. beeindruckend. Hat ein vorzeitiger Abschluss irgendwelche Nachteile? Nun, vielleicht verpasst du einige Higgs-Schulerlebnisse wie Abschlussball oder Aktivitäten für Senioren. Aber es ist eine persönliche Entscheidung und hängt von ihren Zielen und Prioritäten ab. Danke für die Information. Ich werde sicherstellen, dass ich meine Abschlussanforderungen im Auge behalte. Du bist willkommen. Viel Glück beim Studium und Abschluss. Hey, hast du dich jemals gefragt, wie wir unsere Produkte an das Lager und an die Kunden versenden? Ja, habe ich. Es ist ein wesentlicher Bestandteil unseres Geschäftsbetriebs. Definitiv. Wussten Sie, dass die Versandart das Kundenerlebnis beeinflusst? Ja, ich habe gelesen, dass Kunden einen schnellen und zuverlässigen Versand mit Tracking-Informationen in Echtzeit erwarten. Das ist richtig. Und wussten Sie, dass es verschiedene Versandmethoden gibt? Ja, habe ich. Je nach Produkt und Bestimmungsort können wir zwischen Land, Luft oder Seeverkehr wählen. Interessant. Welche Methode ist die kostengünstigste? Der Versand auf dem Landweg ist in der Regel am kostengünstigsten, die Lieferung dauert jedoch länger. Luft- und Seeschifffahrt sind schneller, aber teurer. Ich verstehe. Und wie stellen wir sicher, dass die Produkte ordnungsgemäß verpackt und etikettiert sind? Wir haben einen Standardverpackungs- und Kennzeichnungsprozess,
um sicherzustellen, dass die Produkte während des Versands sicher und identifizierbar sind. Das ist toll zu wissen. Ich freue mich, dass wir den Versand ernst nehmen, um das beste Kundenerlebnis zu bieten. Ja, es ist ein wesentlicher Bestandteil unseres Geschäftsbetriebs, und wir sind stets bemüht, es zu verbessern. Weißt du, ob wir heute Überstunden machen müssen? Ich bin mir nicht sicher. Warum fragst du? Ich möchte nur wissen, ob ich meinen Zeitplan anpassen muss. Ich verstehe. Wussten Sie, dass Überstunden manchmal notwendig sind, um Termine einzuhalten und den Projekterfolg sicherzustellen? Ja, aber ich mache mir Sorgen um meine Work-Life-Balance. Wirken sich Überstunden nicht darauf aus? Das ist möglich, aber es ist wichtig, daran zu denken, dass Überstunden auch zu beruflichem Aufstieg und höherer Bezahlung führen können. Das ist ein gutes Argument. Aber woher wissen wir, wann Überstunden notwendig sind? Bei engen Terminen, unerwarteten Notfällen oder einem Anstieg der Nachfrage können Überstunden erforderlich sein, um die Arbeitsbelastung zu bewältigen. Ich verstehe. Gibt es Gesetze oder Vorschriften, die die Anzahl der Überstunden einschränken, die ein Mitarbeiter leisten kann? Ja, die gibt es. In den USA verpflichtet der Fair Labor Standards Act Arbeitgeber dazu, nicht befreiten Arbeitnehmern, die mehr als 40 Stunden pro Arbeitswoche arbeiten, Überstunden zu zahlen. Danke für die Information. Ich werde darauf achten, es im Hinterkopf zu behalten. Du bist willkommen. Denken Sie daran, dass Überstunden eine Herausforderung sein können, sich aber auf lange Sicht auch lohnen können. Hast du darüber nachgedacht, dieses Wochenende eine Pause von der Arbeit einzulegen? Ich weiß es nicht. Ich habe so viel zu tun. Wussten Sie, dass Überlastung zu Burnout und verminderter Produktivität führen kann? Wirklich? Das wusste ich nicht. Ja, Studien zeigen, dass regelmäßige Pausen tatsächlich die Produktivität und Kreativität steigern können. Das ist gut zu wissen. Aber was ist mit meiner Arbeitsbelastung? Eine Pause kann Ihnen tatsächlich helfen, auf lange Sicht produktiver zu sein. Es gibt Ihrem Gehirn die Möglichkeit, sich auszuruhen und stärker zurückzukommen. Ich denke, das macht Sinn. Was schlagen Sie vor, dass wir tun? Wir könnten wandern gehen, ein Picknick machen oder einfach zu Hause entspannen. Was auch immer Ihnen hilft, sich zu entspannen und neue Energie zu tanken. Das klingt nett. Lassen Sie uns planen, dieses Wochenende eine Pause einzulegen. Großartig! Es ist wichtig, unserem geistigen und körperlichen Wohlbefinden Priorität einzuräumen. Absolut. Danke, dass du mich daran erinnert hast. Willst du morgen einen hohen Berg besteigen? Klar, das klingt nach Spaß. An welchen Berg hast du gedacht? Ich dachte an den Mount Everest. Es ist der höchste Berg der Welt. Meinst du das ernst? Das ist keine Wanderung, das ist eine Expedition. Okay, war nur ein Scherz. Aber wussten Sie, dass das Wandern in hohen Bergen viele Vorteile hat? Wie was? Nun, Wandern verbessert die kardiovaskuläre Gesundheit, stärkt die Muskeln und reduziert den Stress. Außerdem ist die Aussicht von oben atemberaubend.
Das stimmt, aber was ist mit den Risiken? Guter Punkt. Hohe Berge zu besteigen kann gefährlich sein, besonders wenn Sie nicht vorbereitet sind. Es ist wichtig, vorher zu trainieren, die richtige Ausrüstung mitzubringen und sich der Höhenkrankheit bewusst zu sein. Höhenkrankheit? Was ist das? Höhenkrankheit tritt auf, wenn Ihr Körper in großer Höhe nicht genug Sauerstoff bekommt, was zu Symptomen wie Kopfschmerzen, Übelkeit und Müdigkeit führt. Es kann lebensbedrohlich sein, wenn es nicht behandelt wird. Okay, das wusste ich nicht. Danke für die Vorwarnung. Kein Problem. Denken Sie nur daran, sich vorzubereiten und sich der potenziellen Gefahren bewusst zu sein, und Sie werden viel Spaß beim Erwandern hoher Berge haben. Das werde ich, danke. Hey, reist du oft mit dem Zug? Ja, ich liebe es, mit dem Zug zu reisen. Es ist eine entspannende und angenehme Erfahrung. Ich habe nie wirklich darüber nachgedacht. Was sind die Vorteile von Zugreisen? Nun, zum einen ist es umweltfreundlicher als Autofahren oder Fliegen. Züge verursachen weniger Emissionen und verbrauchen weniger Energie pro Passagiermeile. Das ist gut zu wissen. Was ist mit den Kosten? Bahntickets können günstiger sein als andere Verkehrsmittel, insbesondere wenn Sie im Voraus buchen oder Sonderangebote nutzen. Interessant. Was ist mit der Erfahrung selbst? Zugreisen sind eine einzigartige Art, das Land zu erkunden und die Landschaft zu erleben. Sie können sich entspannen und die Fahrt genießen und sogar aufstehen und sich im Zug bewegen. Wow, das klingt nach einer großartigen Art zu reisen. Hast du irgendwelche Tipps für Reisende, die zum ersten Mal mit dem Zug reisen? Sicher, bringen Sie Snacks und Getränke mit, bringen Sie ein Buch oder etwas anderes mit, um Sie zu unterhalten, und stehen Sie ab und zu auf und strecken Sie sich die Beine aus. Danke für den Rat. Ich werde jetzt auf jeden Fall Zugreisen ausprobieren. Du wirst es nicht bereuen. Zugreisen sind eine fantastische Möglichkeit, neue Orte zu erkunden und Erinnerungen zu sammeln. Lange nicht gesehen. Wie geht's dir? Mir geht es gut. Es ist eine Ewigkeit her, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben. Ich weiß, oder? Wussten Sie, dass es den Ausdruck Long Time No See schon seit dem 19. Jahrhundert gibt? Wirklich? Ich hatte keine Ahnung. Woher stammt es? Es wird angenommen, dass es aus dem Pidgin-Englisch der amerikanischen Ureinwohner stammt. Es wurde Ende des 19. Jahrhunderts häufig von chinesischen Einwanderern verwendet. Das ist faszinierend. Ich wusste nicht, dass es eine so interessante Geschichte hat. Ja, und es wird nicht nur verwendet, um jemanden zu begrüßen, den man lange nicht gesehen hat. Es kann auch verwendet werden, um Überraschung oder Sarkasmus auszudrücken. Oh, wie Long Time No See, wenn du jeden Tag jemanden siehst? Genau. Oder wenn du jemanden triffst, den du nicht wirklich magst, und du sagst mit einem sarkastischen Ton, ich habe mich lange nicht gesehen. Haha, jetzt verstehe ich es. Danke, dass du mir heute etwas Neues beigebracht hast. Kein Problem. Es macht immer Spaß, etwas Neues zu lernen. Hey, hattest du jemals Probleme mit Gruppenprojekten?
Ja, es kann schwierig sein, in einer Gruppe zu arbeiten und eine gute Note zu bekommen. Ich habe gelesen, dass effektive Kommunikation in Gruppenprojekten entscheidend ist. Ja, das stimmt. Eine klare Kommunikation hilft, Missverständnisse zu vermeiden und stellt sicher, dass alle auf derselben Wellenlänge sind. Was ist mit Zeitmanagement? Zeitmanagement ist ebenfalls wichtig. Die Festlegung von Fristen und die Erstellung eines Zeitplans können dazu beitragen, das Projekt auf Kurs zu halten. Ich habe auch gehört, dass die Zuweisung von Rollen und Verantwortlichkeiten dazu beitragen kann, die Arbeitslast zu verteilen. Ja, das stimmt. Durch die Zuweisung von Rollen wird sichergestellt, dass alle einen Beitrag leisten und die Arbeitslast fair verteilt wird. Das ist ein toller Rat. Hast du noch andere Tipps? Die Zusammenarbeit an einem gemeinsamen Dokument, die Verwendung von Online-Tools und das Geben und Empfangen von Feedback sind ebenfalls effektive Strategien für den Erfolg von Gruppenprojekten. Wow, das sind ein paar tolle Tipps. Ich werde sie auf jeden Fall für unser nächstes Gruppenprojekt im Hinterkopf behalten. Freut mich, das zu hören. Effektives Gruppenprojektmanagement kann den entscheidenden Unterschied ausmachen, wenn es darum geht, eine gute Note zu erhalten. Hey, joggst du nach dem Frühstück? Warum fragst du manchmal? Ich habe mich gefragt, ob es besser ist, vor oder nach dem Frühstück zu joggen. Nun, Joggen nach dem Frühstück kann helfen, den Stoffwechsel anzukurbeln und Sie den ganzen Tag über mit Energie zu versorgen. Das klingt großartig. Gibt es irgendwelche Nachteile beim Joggen nach dem Frühstück? Ja, die gibt es. Joggen nach einem reichhaltigen Frühstück kann zu Verdauungsstörungen und Beschwerden führen. Es wird empfohlen, nach dem Essen mindestens eine Stunde zu warten, bevor Sie joggen. Interessant. Was ist mit Joggen vor dem Frühstück? Joggen vor dem Frühstück kann helfen, mehr Fett zu verbrennen, da Ihr Körper gespeichertes Fett zur Energiegewinnung verwendet. Es ist jedoch nicht für jeden geeignet, insbesondere wenn Sie einen niedrigen Blutzuckerspiegel haben oder zu Schwindel neigen. Ich verstehe. Also, was ist die beste Zeit zum Joggen? Das hängt von Ihren persönlichen Vorlieben und Ihrem Zeitplan ab. Warten Sie nach dem Essen mindestens eine Stunde und hören Sie auf die Signale Ihres Körpers. Danke für die Information. Das behalte ich im Hinterkopf. Kein Problem. Es ist immer gut, Optionen zu haben und fundierte Entscheidungen zu treffen.